Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns um das Überschreiben kümmern. Und zwar geht das eigentlich relativ einfach und hat auch einen sehr sinnvollen Zweck. Wir haben ja letztes Mal schon bemerkt, wenn wir das hier ausführen, dann gibt das uns zwar wunderbar die Desktop- und Laptop-Specs aus, aber da fehlt ein bisschen was. Der Laptop und der Desktop würden eigentlich ganz gerne selbstständig sagen, hey, ich habe noch ein Screen, beziehungsweise ich habe noch gerne Lichter. Oder ob ich Lichter habe. Und ja, das müssen wir separat noch implementieren. Jetzt ist das Problem, ich kann hier nicht einfach sagen, Mensch, ich schreibe mir eine Funktion, oder ich kann schon, aber es ist halt dumm. Ich schreibe mir eine Funktion printMe und die gibt mir dann alles aus. Das heißt, ich kann das hier quasi kopieren, so, ja. Und anschließend kann ich noch sagen, okay, printLine I has lights. Plus Lights. Wir machen das hier sehr, sehr simpel, damit wir nur den Sinn verstehen. So, seht ihr, was jetzt passiert? Ich rufe hier trotzdem Print auf normalerweise, würde ich zumindest gerne, denn das ist nun mal das, was eigentlich die Funktion ist. Also ich meine, ich habe dann vielleicht eine Liste an Computern, ja? Ich zeige euch das mal eben, wie das aussehen könnte. War my computers brauchen wir keinen Typ angeben. Array of. So, und jetzt packen wir hier den Desktop rein. Desktop und den Laptop. Genau, und jetzt kann ich hier einfach sagen, okay, jetzt würde ich ganz gerne hier durch mein Array durchloopen. Das heißt, ich sage hier einfach wirklich for i in my computers. Ich möchte mir einfach nur ausgeben lassen, was ich für Computer habe quasi. Gib mir die doch einfach mal bitte aus, ja? So, und dann sage ich nicht Laptop.print und Desktop.print, sondern ich sage einfach nur i.print. Okay, jetzt habe ich natürlich das Problem, ich muss, wenn mein Computer ein Desktop ist, also if i ist oder i gleich Desktop, ja, dann muss ich hier. Achso, halt nicht, dann muss ich was anderes machen, richtig. Dann muss ich ja hier hergehen und sagen, ja, aber dann will ich hier i.print. Und dann geht das natürlich nicht, printMe, weil der Computer kann ja nicht hier geprintmet werden, weil der hat ja keine Funktion printMe. Und wir wissen in dem Moment hier gerade nicht, dass das unser Desktop ist. Das heißt, ich muss hier wieder hergehen und sagen, desktop.printMe. Und das ist halt super, super nervig. Denn so kann ich jetzt hier wirklich, also so könnte ich zwar sagen, I has lights, das ist der printMe-Befehl, aber das ist umständlich ohne Ende. Wir wollen das in der Print-Funktion drin haben, und zwar sowohl Laptops als auch Computer, und zwar wollen wir die richtige Print-Funktion haben mit aller Funktionalität. Wir wollen auf nichts verzichten, damit wir sowas schreiben können, ja, damit das auch einigermaßen hübsch aussieht und wir auch wirklich wenig Aufwand haben, ja. Und dazu müssen wir einfach nur die Funktion Print überschreiben. Das heißt, wir nehmen uns quasi vor, hey, der Desktop hat seine eigene Print-Funktion. Wenn du einen Print siehst, dann führ bitte das da aus und führ nicht nur das hier aus, ja. Und dazu müssen wir aber tatsächlich sagen, okay, wir wollen diese Funktion überschreiben. Und zwar mit der Funktion, die wir in Desktop von Hand implementiert haben, okay? Das heißt, wir sagen hier open wieder mal, weil wir was verändern wollen. Open von print. Und hier sagen wir override von print. Okay? Das heißt, wir haben hier jetzt offensichtlich gerade diese Funktion ersetzt. Das heißt, wenn wir auf einem Desktop die Funktion print aufrufen, dann wird automatisch diese Funktion print hier ausgeführt und die von der Elternklasse wird einfach komplett ignoriert. Das heißt, dieses print hier wird ignoriert. Während wenn wir auf einem Laptop das print aufrufen, dann wird das hier ausgeführt. Okay? Das ist das Praktische daran. Das heißt, wir sehen jetzt hier I has lights true. Und hier haben wir nur den ganz normalen Kram. Klar könnten wir jetzt hier auch noch den Screen machen. Das ist aber eure Übung, das dürft ihr ohne mich machen. Das heißt, ihr dürft ruhig mal das hier im Laptop auch noch machen. Fun Fact, wir haben das nicht geändert hier. Das da ist immer noch ein Array mit Computern im Endeffekt drin. Das heißt, wir können hier Folgendes schreiben. Ist ein Array aus Computern. Okay? Das ist nicht irgendwie ein Array aus Desktop, Laptop gemischt, sondern das sind einfach nur beides Computer. Und das funktioniert wunderbarstens, weil eben jeder Desktop ist ein Computer, ja.
Deswegen kann ich die hier in ein Array von Computern stecken. Und jeder Laptop ist auch ein Computer. Das ist aber auch der Grund, warum ich hier nicht print me sagen konnte, weil eben print me nicht auf jedem Computer da ist, sondern eben nur auf jedem Desktop. Aber nicht jeder Computer ist ein Desktop, okay? Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr den Zusammenhalt versteht. Und falls ihr den jetzt gerade nicht verstanden habt, bitte guckt euch einfach das Video nochmal an. Es wird wahrscheinlich klar werden relativ bald. Ansonsten schreibt mir auch gerne, wenn ihr Fragen habt. Okay, das heißt, jeder Desktop und jeder Laptop sind Computer. Das heißt, wir können die in ein Array von Computern reinstecken. Und dann können wir aber nur noch die Funktion aufrufen, die jeder Computer auch wirklich hat. Also sprich, die in der Oberklasse, also in dieser Klasse hier zwar stehen, aber wir können sie überschreiben, wenn wir für den Desktop zum Beispiel was anderes haben wollen, als das, was da steht. Indem wir eben Open und Override vorne dran schreiben. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch sagen wollte. Das ist die Magie von, naja, im Endeffekt von Objektorientierung zum Großteil. Ihr könnt auch einzelne Werte hier überschreiben, okay? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jeder PC, jeder Laptop hier hat nur die Hälfte an Speed, ja? Das heißt, wir überschreiben hier das Ganze. Wir sagen hier Override Value, was habe ich gesagt? Speed, ne? Vom Typ Double ist gleich ist gleich Speed, das ist der Speed, den wir hier bekommen, geteilt durch 2, weil jeder Laptop auf einmal nur noch die Hälfte der Geschwindigkeit hat, okay? Dann sehen wir hier auch, okay, der Speed wird auf 1,05 runtergehen und das bedeutet, das Ding hier, das eigentlich auf diesen Speed hier zugreift, also das, was wir hier ausgeben, das ist ja, im Laptop haben wir die Print-Funktion nicht verändert, ja? Dieser Speed hier, der normalerweise auf diesen Speed hier zugreift, greift jetzt, wenn wir einen konkreten Laptop haben, auf den Speed vom Laptop zu. Obwohl diese Funktion in der Elternklasse ist, greift die auf eine Variable der Unterklasse zu. Aber nur, weil wir sie eben überschrieben haben. Wir können jetzt hier nicht auf einmal anfangen und Screen ausgeben, denn das geht ja nicht. Screen ist unbekannt. Aber was wir eben machen können ist, wir können hier Variablen von hier oben nehmen und sagen, hey, in einem Laptop sieht das ganz anders aus. Veränder bitte mal diese Variable und zwar setzt die auf nur die Hälfte von dem, was hier angegeben ist. Warum auch immer das Sinn macht, okay? Und dann bekommen wir hier sogar den richtigen Wert. Das liegt daran, dass im Endeffekt diese Funktion hier für einen Laptop quasi kopiert wird, ja. Und dadurch haben wir sozusagen hier den richtigen Wert. Also so kann man sich das vorstellen. Es geht nicht ganz genau so, aber es geht so ähnlich, okay? Und ja, das ist im Endeffekt die ganze Magie hinten dran. Das ist sehr, sehr cool, diese Mechanismen zu haben. Vor allem dieses Überschreiben und bei Vererbung ist das halt super, super nützlich. Genau, und das war's von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.